Hallo und herzlich willkommen bei Brekina. Ich begrüße heute wieder alle, die Brekina-Modelle mögen und sich für deren Hintergrundgeschichte interessieren. In den letzten Wochen waren wir ein bisschen unregelmäßig mit unseren Sendungen. Bitte ich zu entschuldigen, aber es ist einfach Urlaubszeit. Mal ist das Team hinter der Kamera im Urlaub, mal war ich im Urlaub. Aber wir versuchen jetzt wieder regelmäßig jede Woche was zu bringen. Heute fangen wir an mit dem Thema Wiederauflagen. Viele von Ihnen oder von euch wundern sich, dass manche Modelle einfach mal ein paar Jahre verschwinden. Warum ist es so? Ich erkläre heute ein bisschen die Hintergründe dazu und möchte anfangen mit dem Opel Olympia, Modelljahr 54, gebaut im Jahr 53, die ersten. Das ist ein Modell, was wir seit 2007 schon im Programm hatten. Es wurde dann 10 Jahre sehr erfolgreich gebaut und 2017 war dann Schluss. Die letzten Lagerbestände konnten wir bis 2019 verkaufen und seit 5 Jahren bekommen wir immer wieder Anrufe. Warum wird es nicht gebaut? Macht doch mal wieder den alten Opel Oly. In den letzten Neuheitenblatt waren sie wieder drin. Warum sind die einige Zeit verschwunden? Ganz einfach, ein Teil der Form war kaputt. Die Chassisplatte war defekt, da musste frisch graviert werden, die hat nicht mehr gepasst. Da musste ein neues Bauteil her. Und bei den vielen neuen Projekten, die wir haben, die wir für Sie auflegen, da war eben die Zeit knapp und deswegen hat es 5 Jahre gedauert. Aber jetzt ist er wieder da in allen 3 Karosserievarianten. Zum ersten sehen wir die zweitürige Limousine, dann ein wunderschönes Modell, ist auch Modell des Jahres bei verschiedenen Zeitschriften damals geworden, die Cabrio-Limousine und der dritte im Bunde, das ist der Caravan mit dem Namen Caravan, das Wortspiel aus dem Englischen, Car, a Van, das Auto, das gleichzeitig ein Van darstellt, der Caravan. Den Begriff hat Opel geprägt oder erfunden sozusagen als Dritter in der Baureihe. Es gibt aber nicht nur die Fälle, dass eine Form kaputt geht. Wir haben jetzt auch im September-Programm, September und Oktober, ein Busmodell wieder im Programm, was auch einige Jahre nicht erhältlich war. Das ist der Mercedes-Benz O6600H. Darf ich Ihnen auch gern die ersten 3 Varianten zeigen. Bei ihm war einfach die Form für ein Bauteil verschollen. Auch das passiert, gebe ich gerne zu. Selbst bei größter Sorgfalt passiert sowas. Wie kann so eine Form verschwinden? Da möchte ich zuerst mal ein bisschen zurückfassen und weiter vorne anfangen. Wo werden so Formen gelagert? Was passiert mit denen? Das ist ganz einfach. Wir haben in China ein eigenes Brekina-Lager, in dem wir unsere eigenen Formen, die in China gefertigt wurden, alle lagern. Sprich, alle Modelle, die aus China kamen, stammen aus Formen, die in unserem Besitz sind und die auch in unserem Lager aufbewahrt werden. Vor Jahren haben wir gesehen, dass in so einem Lager immer mal wieder was abhanden kommen kann. Ein Lieferant holt eine Form ab. Der Formensatz besteht aus 8 Formen. Es kommen nur 7 zurück oder nur 7 passen auf eine Palette. Die 8. wird neben die Palette gestellt. Der Fahrer kommt, nimmt die Palette mit, vergisst die Form, die nebenan steht. Um solche Sachen zu vermeiden, haben wir uns die Mühe gemacht. Wir sind zu dritt in unser Lager nach China geflogen und haben alle Brekina-Formen in Brekina orange lackiert, mit einer Spritzschablone noch ordentlich in schwarz Brekina drüber gesprüht. So sieht jeder von weit, die Form gehört Brekina. Den orange Formen gibt es nicht so viel. Normalerweise haben die alle das Stahlgrau.
und um eben so einen Verlust einer einzelnen Form zu vermeiden. Das hat auch super funktioniert. Wir hatten immer alle Formen griffbereit. Alle Formen haben den Weg in unser Lager zurückgefunden und wenn mal eine irgendwo übrig blieb, hat man von beiden gesehen, die gehört Brikina, dann wurde sie nachgeliefert. Außer hier bei diesem Bus, da ist eine Form einfach verschwunden. Das heißt, verschwinden kann sie ja nicht, sie löst sich ja nicht auf, sie ist nur nicht dort, wo man sie erwartet. Und sie war eben auf einer Palette von einem anderen Modell und ist glücklicherweise, als wir das andere Modell gefertigt hatten, wieder aufgetaucht. Wir wussten jetzt, wo sie ist. Wir konnten diesen Formensatz dieses Busses wieder komplettieren. Die werden momentan oder sind schon gefertigt. Die schwimmen gerade hier in unser Zentrallager nach Flörsheim. Wir freuen uns, dass wir den auch wieder zeigen können. Wir haben auch die dritte Möglichkeit, leider Gottes, dass eine Form bösartig abhanden kommt. Eins unserer bestverkauften Modelle, der Barkas B1000, konnten wir lange nicht mehr fertigen, weil eben die Form wirklich weg war. Wir hatten die Form aus unserem Lager zum Lieferanten gebracht. Der Lieferant hat uns die Bauteile gefertigt und die Bauteile montiert, lackiert und uns die fertigen Barkas-Modelle geliefert. Das müsste 2015, 2016 gewesen sein. Danach hätte die Form zurück in unser Lager kommen sollen, kam sie aber nicht. Wir haben kurz darauf reklamiert und siehe da, die Form war weg. Der Lieferant hatte Zahlungsschwierigkeiten, hatte auf gut Deutsch Pleite gemacht und seine Bank, bei der er finanziert hatte, hat die Formen weggeholt. So ist es recht, leider Gottes in China. In Deutschland wäre sowas nicht möglich, aber in China wird einfach das Lager leergeräumt und die Bank versucht dann, die Sachen zu verkaufen. Die Bank hat uns dann die Formen angeboten, nicht zum tatsächlichen Preis, was sie uns wert gewesen wären, sondern ein vielfaches höherer Preis. Sie wollten die kompletten Schulden mit den Formen bezahlt haben. Darauf sind wir nicht eingegangen und während der Verhandlungen kam dann plötzlich das Signal, die Formen sind eingeschmolzen, sind verschrottet. Ich weiß, wie Ihnen dabei das Herz blutet. Uns hat es genauso geblutet. Eine Form für ein Supermodell einfach so eingeschmolzen. Wir haben uns damit nicht abgefunden und haben bei uns im Archiv geforscht. Und Ordnung ist das halbe Leben, in dem Fall das Ganze. Wir hatten noch ordentlich abgelegt die Originaldaten, die zur Fertigung eines neuen Formensatzes nötig sind, hatten wir griffbereit, waren auch noch nach 15 Jahren immer noch mit den gängigen Systemen lesbar und wir konnten die Daten direkt an den Formenbau geben bei unserem neuen Partner in China und er hat aus diesen alten Daten einen neuen Formensatz gemacht. Und wir sind sehr glücklich, wir haben ihn wieder. Der erste Silberling ist nicht überraschend, bei gleichen Daten kommt der gleiche Formensatz raus. Mit dem gleichen Formensatz werden die gleichen Bauteile gefertigt. Er entspricht exakt bis ins letzte Detail dem Barkas B1000, den Sie von uns kennen. Sowohl der Kombi, der Kastenwagen, als auch der Kombi, als auch der Halbbus. Alle drei sind bereits fertig. Es sind in der Mache noch der Pritschenwagen und der Kofferaufbau. Ebenso der SMH3. Läuft alles, aber von den drei haben wir schon die ersten Muster und die wollte ich sofort zeigen hier, wollte ich nicht zurückhalten. Mit allen Anbauteilen. Sie sehen hier den typischen Leuchtensatz. Für die Volkspolizei den Dachaufbau, für die Fahrzeuge der Feuerwehr den passenden Dachaufbau.
Nichts Neues, nichts Spektakuläres. Es ist exakt das, was Sie bereits kennen. Aber wie schon gesagt, gleiche Daten, gleiche Formen. Wir freuen uns, dass wir den Barkas wieder liefern können. Wir denken, die Auslieferung wird um die Jahreswende spätestens zur Spielwarenmesse 2025 im Februar sein. So, jetzt habe ich ein bisschen Hintergrundwissen erzählt. Falls jemand Fragen hat, einfach entweder bei YouTube reagieren, einen Kommentar schreiben. Wenn es geht, antworten wir da gerne. Oder einfach eine E-Mail at info@brekina.de. Gerne geben wir hier weitergehende Auskunft. Aber fürs Erste, denke ich, sind Sie jetzt gut informiert. Sie wissen Bescheid, was das mit Modellunterbrechungen für einen Hintergrund hatte. Und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss.